Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus und erstmal vielen lieben Dank für euer Interesse an unseren Schnittmustern nach Maß. Ich weiß, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn ein Kleidungsstück nach dem Nähen schlecht sitzt, aber damit ist jetzt Schluss, denn wenn du dir die Mühe machst, ein Kleidungsstück komplett selbst zu fertigen, dann soll es natürlich auch die Mühe wert sein und perfekt sitzen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Nachdem du dir deinen ausgewählten Schnitt auf unserem Shop oder auf einem unserer Partner-Websites bestellt hast, dann messe dich aus und trage deine Maße einfach in unser Formular ein. Welche Maße du brauchst und wie du dich richtig ausmesst, das zeige ich dir hier in diesem Video. Ja, wie immer mache ich dir was vor. Du kannst es gerne direkt nachmachen, zum Beispiel zu Hause vor dem Spiegel oder wenn du magst, auch super gerne mit einer Freundin, einem Freund, deinem Partner, Partnerin oder irgendwie einer Schwester oder Verwandten, denn das ist noch ein bisschen einfacher als ganz alleine. Ja, anschließend werden meine Kolleginnen und Kollegen und ich dann dein persönliches Schnittmuster anfertigen auf deine Maße, die du uns mitgeteilt hast, und dann bekommst du es innerhalb von 1 bis maximal 2 Wochen zugeschickt und dann kann es losgehen mit Zuschneiden und Nähen und musst keine Angst haben, dass es am Ende dann nicht sitzt wie erwartet. Also, ja, los geht's, würde ich sagen. Und Achtung, wenn du deine Maße nimmst, dann mach das Ganze doch bitte entweder in Unterwäsche oder in ganz körpernaher Kleidung wie einem engen T-Shirt und einer engen Leggings, denn dann wird es am genauesten. Für das Ausmessen der Körperhöhe benötigen wir einen Zollstock, das geht am besten. Habt bitte keine Schuhe an, sondern stellt euch einmal hin, legt den Zollstock an und guckt genau dort, wo euer Kopf endet. Das ist eure Körperhöhe, einmal vom Fußboden also bis zu eurem Kopf. Um die Armlänge zu ermitteln, benötigen wir ein Maßband. Hier ist es wichtig, dass wir einmal erfühlen, wo der Arm losgeht, also wo die Schulter aufhört. Da gibt es so einen kleinen Knubbel. Und da legen wir einmal an, messen einmal gerade unter bis dort, wo das Handgelenk anfängt. Und das ist die Armlänge. Im Normalfall sollte sich das so irgendwo um die 60 cm bewegen. Auch für den Brustumfang nutzen wir das Maßband. Und zwar auf der Höhe unserer breitesten Stelle, wo auch unser Brustpunkt zu finden ist. Das Maßband sollte hinten und vorne auf einer Höhe bleiben. Wir senken die Arme, atmen dabei auch einmal, es sollte nicht zu eng gemessen werden. Und das ist unser Brustumfang. Den Taillenumfang messen wir an der kleinsten Stelle in unserer Bauchregion. Das ist also hier. Da gehe ich mit meinem Maßband einmal komplett drumherum. Und hier ist es auch wieder wichtig, dass man atmen kann. Also das Maßband nicht zu eng sitzt und nicht zu weit. So ein bisschen Finger sollte immer noch dazwischen gehen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir unterscheiden zwischen der kleinen und der großen Hüfte. Ich möchte euch das einmal zeigen. Hier in diesem Bereich, das ist die kleine Hüfte, da wo man eigentlich denkt, jo, das ist meine Hüfte. Aber die meisten von uns sind unten bei den Oberschenkeln, wo die anfangen, breiter. Das ist die große Hüfte. Ich messe jetzt die kleine Hüfte aus. Hier in dem oberen Bereich unserer Hüfte, an dem der Punkt am stärksten ist. Und die große Hüfte anschließend genau da, wo unsere Oberschenkel anfangen. Das kann man seitlich sehr gut sehen, auf der Höhe, wo unser Po am breitesten ist. Das ist die große Hüfte. Auch hier gehen wir wieder einmal schön gerade entlang. Und das ist das Maß für die große Hüfte. Genau hier. Dann möchten wir noch die Oberkörperlänge herausfinden. Das ist die Länge, die wir ab unserem Halsloch, wo so ein ganz normales, hochgeschlossenes T-Shirt sitzt, dort messen bis zu unserer Taille. Und last but not least brauchen wir unsere Beinlänge, zumindest wenn ihr ein Kleid, eine Hose oder einen Rock bestellt. Dazu nehmen wir unseren Zollstock und messen einmal vom Boden bis zu unserer Taille. Auch wieder hier ohne Schuhe bitte, einfach barfuß auf den Boden stellen. Genau das ist das Maß für unsere Beinlänge. Ja, das war es auch schon, gar nicht so schwierig, oder? Wir freuen uns mega darauf, wenn du deine Maße in das Formular eingetragen hast, dein persönliches Schnittmuster zu konstruieren. Und dann bekommst du natürlich nicht nur dein Schnittmuster, sondern auch eine Materialliste mit Empfehlungen und den genauen Angaben, was du benötigst und einen Zuschneideplan. Und fürs Nähen und Zuschneiden nutzt dann auch super gerne unsere Videoanleitung, die du hier auf unserem YouTube-Kanal findest. Ja, und wenn du sorgenfrei alle Materialien zu dir nach Hause geschickt bekommen möchtest, genau in der richtigen Menge, dann schau dir doch super gerne unsere DIY-Sets an, die sich übrigens auch richtig gut als Geschenkidee eignen. Also, ja, ich freue mich mega von dir zu hören und wünsche dir viel Spaß beim Zuschneiden und Nähen. Bis bald!